Erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei einer weiteren Folge von Life is Strange. Ich muss wohl mal eben was nachschauen. Machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Whoa! What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! Can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane, Can I actually reverse time? Go, Victor. I did it. I actually Can you give me did an it. example of a photographer who I'm a perfectly human captured time the human machine. condition in black and white? Anybody? Max, Bueller? don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? If glaube, ein anybody Tagebuch else haben wir looked jetzt at alles this, gelesen. what would they think? Oder? Ja. Nee. 7. Oktober. Können wir jetzt lesen. Also 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hose voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen, wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerb einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Das haben wir schon. So, dann werden wir mal Keep it together, Max. weitermachen. hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those. Wowzer, when I took my selfie, Jefferson asked me a question. Humanity is tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming Of course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was the can go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've kept... I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces.
Max. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Werden wir erstmal wieder mit Kate reden müssen. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. I just really think Everyday Heroes is an important cultural event. And I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Statt zur Tür zu gehen, werden wir jetzt direkt mit Jefferson reden. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Maria, you still have to do your homework. Excuse me. For... I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. So, jetzt müssen wir versuchen, irgendwie das Mädchen zu retten. Ja gut, das war jetzt aber nicht geplant. Ach Mensch. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition every... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Das ist ja doof jetzt. I'm on top of it. Max. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Badezimmerin. You know I don't tease. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Ist ja wirklich ein schöner Schmetterling. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Control me! You are going to get in hella I more need a trouble hammer to for break this it than open. drugs. Nobody Wo soll ich denn would hier im Badezimmer ever einen Hammer even miss your punk herkriegen? ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ja klar, liegt doch genau Holy darunter. shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!
Toll. Das wird doch irgendwie hinkriegen. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Jetzt müssen wir nach draußen. Oh Mann. Ich bin ja echt froh, dass wir die gerettet haben. Do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt direkt rausgehen oder sollen wir erst mit dem reden? Wir reden mal You mit look dem. a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsche Entscheidung war. Weil einerseits war die eigentlich die bessere Wahl. Wir haben keine Beweise. Wir können nicht beweisen, dass der... Ich glaube, ich lasse das so stehen. Weil nachher wird Max hier als Lügnerin oder so dargestellt. Kriegt vielleicht noch ganz viele Probleme mit dem Nathan. Nein, wir gehen raus. Max, you better go on outside. Sieht ja total schön aus, ne? Wir werden uns hier mal umschauen. Hier liegen auch schon wieder überall die vermissten Flyer. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Vermisst. Verschwunden aus Acadia Bay. Vermisst seit Montag, dem 22. April 2013. Sonstiges Alter 19 Jahre. Größe 1,65 Meter. Gewicht 50 Kilogramm. Haare blond. Augen haselnussbraun. Tattoos. Einen Drachen auf der Wade und einen Stern auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber, 19 Jahre. Wenden Sie sich mit Informationen bitte an. Sheriff von Acadia Bay. Ja, ist schon irgendwie traurig. Irgendjemand sucht sie ja. Hier hängen auch ganz viele. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag. Die Bigfoots lassen die Erde
erzittern. The Bigfoots vs. the Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr, Blackwell-Platz. Kommt als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Die beste Pizza in der Carrier Bay. Bavas Pizzeria, Mittags-Sonderangebot unter der Woche. Ein Stück plus ein Getränk, $3,50. Das ist, schätze ich mal, günstig. Kann man hier mit jemandem reden? Hayden. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Sieht ja irgendwie... Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Vortex. Fangen wir mal damit an. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Mit dem Vortex Club rumhängen? Ich denke eher nicht. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, ja. Es ist ja wirklich schön hier, ne? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max.
And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Konsequenz haben, ja. Aber ich denke, dass das jetzt nicht so tragisch ist. I better read Warren's text before he blows my phone up. Haben wir ja auch noch nicht gelesen. Fangen wir an. 10.2. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte. Sieht auf jeden Fall Deckromantik auf meinem Stick an. Muahahaha. Mad Max. Lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für Physik büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. 10.5. Ignoriere diese Nachricht nicht. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Infos und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran, verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz, bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich, hoffentlich. Ja, ja. Guck mal, Papa. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Ist ja schon süß. Kate. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Ja, die Kate, die tut mir schon irgendwie leid. Da sie auch geärgert wird. Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Oh. Die haben wir ja jetzt gelesen. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Aber vorher schaue ich mich hier noch um. Ich habe doch gerade mein Tagebuch gesehen. Haben wir nur einen Eintrag? Ah. Wenn wir dann auch mal eben lesen. Ich fühle mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette alleine sein und mein Gesicht waschen. Nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernst eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt, um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher, täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Ein Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen vor Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide, Wieg, bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David wegscheuchte. Von mir und dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte, wollte aber das Mädchen oder meine Fähigkeiten nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen, wie was ich während eines Alarms im Flur zu suchen hätte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm nicht sagen musste, dass Black allergrößter Wichtigtuer in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte.
Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete, dass ich ein Leben gerettet und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Na gut, da waren wir schon. Ja, die Max hat Superkräfte, Super Max. Ja. Even. Mal mit dem abquatschen. Ja. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Ich schätze mal, jetzt dürfen wir wieder zurückspulen. Dann geht nicht so verlängern. Hey, Evan. Let's see if you're Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's Also why I'm im Raten here. bin ich schon mal You're gut. a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Werden wir das mal lesen. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Also, diese Rachel war wohl echt bei allen beliebt. Anscheinend. Tut mir irgendwie total leid, dass mit der hundertprozentig irgendwas Schlimmes passiert ist. Was ist das denn? Ja, ja. Stella. Ja, mit der reden? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I'm not sure yet. I mean, he's clearly a genius, but I don't agree with everything he says. He does get a bit pretentious, but he's passionate and just says what he thinks. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Ja. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Ich weiß nicht. I'd Ich be denke, honored, vielleicht tut Ihnen Daniel. gefallen. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Wie die einfach mal alle Rachel Amber kennen. So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good, good.
best portrait ever. Ich weiß nicht, soll ich jetzt zurückspulen? Ich denke mal nicht, dass er jetzt sowas Dramatisches bei rauskommt. Weil er... That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Schon ein bisschen komisch hier. Ich wollte mal immer schauen. Die haben wir ja gelesen. Ich denke mal, das werden wir jetzt noch lesen und ja, ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meiner Zeitreise, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viel Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, der niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Ja, ich schätze mal, dass der noch ganz schön gefährlich wird. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy angestellt. Man sollte sich doch sicher auf dem Campus fühlen, oder etwa nicht? Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wollte er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, sie lebe mal in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. Ja, aber ich glaube, die von der Armee kommen, sind, glaube ich, so. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mit stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen, also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein Eau de Cologne gewesen sein, oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwiderte Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Da waren wir schon. So, ich mache jetzt Feierabend. Die nächste Folge gibt es, ich denke mal morgen. Allerspätestens übermorgen. Und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt ja auch kommentieren, wie es euch gefallen hat.